Wir sind bereits seit 4 Wochen auf Ibiza und Formentera und haben schon einiges erlebt. Ob kräftigen Wind oder spontane Flauten, ein wunderschönes Unterwasserreich, turbulente Wetterphänomene oder das Testen einer Rettungsinsel. Und das alles innerhalb von nur einem Monat. Wir verlassen Formentera und damit trennen sich auch leider unsere Wege von der Gaia. Bei uns hat sich nämlich Besuch angekündigt. Dennis' Familie kommt nach Mallorca. Und der Wind meint es gerade richtig gut mit uns. Also legen wir noch einen Stopp in einer östlichen Bucht von Ibiza ein, um die Strecke nach Mallorca etwas zu verkürzen. Attila hat leider nichts gefunden zum Ankern. Alles mit Seegras voll. 2, 3 kleine Fleckchen, aber die sind alle besetzt. Wir fahren also zur nächsten Bucht. Das ist, glaube ich, die dritte jetzt. So, mit Speedo 2 Knoten fahren wir voraus und Attila folgt uns. Aber das Vorsegel komplett arbeitslos. Zeit aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er hatte seinen Motor an. Nein, hat er gar nicht. Doch, gerade eben schon. Wir haben ein Stück weit aufgegeben. Aber ich sehe gerade, Attila hat auch seine Segel eingerollt. In der letzten Meile ist es, glaube ich, okay. Pünktlich um 7 kommt Attila rübergeschwommen zur Dienstbesprechung. So, wir haben jetzt gemerkt, wir sind in einer kleinen Abschottung hier. Ist zwar traumhaft schön, aber wir haben kein Internet. Und deswegen haben wir uns jetzt so einen kleinen Mini-Notfallplan überlegt, dass wir zu Attila rüberfahren und seinen Starlink benutzen. Aber das ist so eine eigene Geschichte, denn der muss noch seinen Motor dann anmachen. Wir wollen nämlich nach Mallorca rüber. 50 Meilen, im Optimalfall 10 Stunden. Wir rechnen nicht mit dem Optimalfall. Gucken auf jeden Fall mal das Wetter, ob wir heute oder morgen fahren. Und ja, das Geräusch im Hintergrund ist Attilas Motor. Eigentlich müsste man ihm eine eigene Folge widmen, so viel Charakter hat das Ding. So, wir bleiben einen Tag länger, weil der Wind morgen ein bisschen besser aussieht für Mallorca. Und dann genießen wir hier mal ein bisschen das Abseits von Ibiza. Richtig, richtig nice. Gestern noch was sehr, sehr Spannendes entdeckt. Jetzt will ich das mal auch Doro zeigen. Dachte, jetzt nehme ich auch die Kamera mit. Seid gespannt. Im Nachhinein sind wir richtig froh, dass wir noch einen Tag geblieben sind. So still und entspannt haben wir Ibiza bis jetzt nämlich noch nie erlebt.
Dennis musste mir unbedingt noch diese besondere Algenformation zeigen. Sie sieht tatsächlich aus wie eine kleine Qualle unter Wasser. Und dann war da noch dieser Alienkopf. Manchmal braucht es wirklich nicht viel Fantasie unter Wasser. Aber nicht nur unter Wasser, auch an der Oberfläche gab es wieder unglaublich viel zu sehen. Auch wenn wir uns wiederholen, diese Bucht gehört definitiv zu den schönsten Orten, die Ibiza zu bieten hat. like thunder. 6 Uhr in der Früh, etwas ungewohnt, so früh aufzustehen. Aber wir wollen lieber früher los als später ankommen und im Dunkeln ankern. Schauen, ob wir auch Attila wach kriegen. Attila schon wach. Schon direkt am Loslegen. So wäre Doro noch alles unten vorbereitet. Fange ich schon mit dem Anker an. Ab 35 Meter Kette muss ich die Kette da reinmachen. Und hier dieser Vorraum sonst zu klein wird. Eieiei. Motor an. Jetzt kann die restliche Kette hochgezogen werden. Und dann heißt es Abschied nehmen von Ibiza. Ein Ort, der uns tief beeindruckt hat. Ob wir eines Tages zurückkehren, das wissen wir nicht. Aber eins ist sicher, wir haben jede einzelne Minute hier genossen. Unter Motor sind wir einen Tick schneller als Attila. Aber das holt er dann mit Segeln ganz schnell auf. Zeit, die Segel zu setzen.
Frühstück. Weißt du, was ich sonst sagen soll? Frühstück haben wir in weißer Voraussicht schon gerichtet. Gestern. Nein, vorgestern. Altes Frühstück. Antes de agotar autonomía, volver a pasar por la posición antes de regresar a base. 22 persons on board. This is Palman Ibiza Radio at 0705 UTC. Pam 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 pam. Llamada general, llamada general, llamada general. Und Attila ist auch nicht mehr ganz so weit. Der holt uns auch schon ein. Auf Kanal 16 ist wieder ordentlich Betrieb. Mindestens 4 Pan-Pan-Rufe erreichen uns auf der Überfahrt. Alles zum Glück weit weg. Und manchmal verstehen wir einfach auch gar nichts. Versuchen jetzt nochmal die Windfahne dran zu machen. Weil der Wind echt gut gerade ist. Wir einigermaßen so zwischen Armwind und Halbwind haben. Das ist eigentlich ein guter Kurs, um die Windfahne auszuprobieren. All ships, this is Ibiza Radio y Realizará un ejercicio de tiro real en las inmediaciones de mi unidad. Posición. Venture, bitte kommen. Venture, bitte kommen. Venture, bitte kommen. Attila meldet sich allerdings nicht. Schade. Wahrscheinlich genießt er gerade ein wohlverdientes Nickerchen. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Nein, geht immer Richtung Anwend. Wenn ich hier bin und Doro da ist, wer zum Teufel steuert denn da? Es ist die Windfahne. Doro hat sie zum Laufen gekriegt, während ich mich mit Kriegsschiffen beschäftigt habe. Ich bin positiv optimistisch. Was hast du gemacht? Hey? Jetzt haben wir in die Hände geklatscht und hat funktioniert. Na, wir haben ja die Steuerleinen neu verlegt und gehofft, dass jetzt die Übertragung besser ist. Und scheint besser zu sein. Segeltrim noch ein bisschen nachjustiert. Bisschen mit der Einstellung von der Windfahne rumgespielt, mit dem Kurs. Bisschen Ruderlage eingestellt. Und jetzt hält sie Halbwind. Schichtwechsel. Auch wenn die Segel jetzt nicht perfekt getrimmt sind, wollen sie jetzt gerade auch nicht mehr krümmen. Wir wollen es nicht krummer haben an Bord. Und wir segeln jetzt mit 4,5 Knoten. Das ist für uns völlig ausreichend. Dann würden wir jetzt voraussichtlich in 5 Stunden ankommen. Im Hellen. Das ist nice. Und es ist auch nice, es funktioniert. So geil. Eine längere Strecke zu segeln fühlt sich plötzlich ganz anders an, wenn man nicht ununterbrochen selbst am Steuer stehen muss. Fast schon entspannend. Die frohe Botschaft muss auch Attila hören. Venture, bitte komm. Venture. Venture, bitte komm. Venture. Here sailing vessel Venture. I'm listening. Das ist auch zu geil. Hey, ich will nichts sagen, aber keiner ist am Steuer. Wie bitte? Wir sind gerade steuermannlos. Juhu, es funktioniert.
Ja! Vielen Dank. Wir fahren jetzt so gerade stabilen Halbwindkurs. Aber dadurch, dass der Wind so immer minimal dreht, drehen wir natürlich auch. Und zum Beispiel aktuell unser Kurs ist an Malle vorbei. Ups, die Insel verfehlt, das wäre mal schlecht. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir einen Tick langsamer sind mit der Fahne als per Hand. Attila, wie schnell bist du gerade? 5,4 Knoten. 5,4. 56 Grad Apparent Wind Angel. 56 Grad. Von 70 Grad ungefähr. Und sind 4,5 schnell. Ja, es läuft super. Wir sind bestimmt vor Sonnenuntergang da, wenn es so weitergeht. Der Wind passt perfekt. Die Windfahnensteuerung arbeitet zuverlässig, kaum Welle. Besser hätten wir diesen Segeltag kaum erwischen können. Es wird ein schräges Interview. The Good, The Bad, The Ugly. Ibiza und Formentera. Wir waren jetzt fast 4 Wochen da. Ich bin überrascht, dass Ibiza nicht nur Party-People ist, sondern gerade der Norden ist schon auch sehr Natur. Und das Wasser ist überall herrlich gewesen eigentlich. Es war schon krass, wie halt man nah an der Natur ist und diese meterhohen Felsen praktisch vor der Tür. Und dann kommen halt Leute, die das gar nicht würdigen irgendwie. oder? Boot mit 10 Leuten, die einfach nur abfeiern und Quatsch machen und dann wieder irgendwie nach ein paar Stunden gehen, damit jemand anderes kommt. Im Norden war die auch super geschützt, gut, aber wir hatten jetzt eigentlich auch nie Nordwind. Trotzdem sind die im Norden geschützter, weil die so ins Land reingehen. Und dann Formentera. Eigentlich ist Formentera, dachte ich zumindest noch, also eher natürlicher. Hat uns dann auch die Julia von der Gaia gesagt, dass es super, super naturnah ist und sehr, sehr angenehm. Also gerade dieser lange Strand, das war grässlich, man hat es nicht ausgehalten. Also Beschallung von allen Seiten in unterschiedlichen Genres. Dann durch den Verkehr bist du halt auch nur am Hin und Her geworfen. Du traust dich gar nicht schwimmen zu gehen, weil du überfahren wirst. Am Ende von dem langen Strand ist dieser Bojenfeld, was jetzt zu einem Naturschutzgebiet gehört. Und das war wirklich sehr angenehm, weil es geschützter ist und eben eine begrenzte Anzahl an Booten. Was man noch sagen muss, ist, was gut ist die Busanbindung auf beiden Inseln. Konnten wir gut mit Bus reisen und dann auch mal nach Ibiza Stadt, ohne dort ankern zu müssen. Und auch auf Formentera gab es einen Bus, mit dem man theoretisch über die ganze Insel hätte fahren können. Wenn du es empfehlen würdest, anderen Seglern, was würdest du dann sagen? Kommt im April und Mai. Nehmt das kältere Wasser in Kauf, dafür weniger Menschen. Schönes Örtchen, aber wir müssen weiter. Gibt noch viel zu sehen. Letzten Meilen. Und dann sind wir ja schon auf Mallorca oder Mallorca. Ha, ein Träumchen. Vor allem sieht es zumindest von Weitem jetzt auch genauso schön aus wie Ibiza. Das freut uns. Dass es jetzt nicht hier eine langweilige Partyinsel wird, sondern Aber ich finde, Ibiza sieht grüner aus vom Wasser aus. Mallorca sieht jetzt irgendwie doch sehr steinig, felsig, karger aus. Irgendwie. Bin gespannt. ich auch. Wir müssen gleich damit rechnen, dass wir gar keinen Wind mehr haben. Weil hier die Klippen so steil sind und der Wind genau aus der Richtung kommt.
So, leider, Ankermanöver nicht wirklich geklappt. Der Anker ist schief runtergefallen und hat sich nicht so richtig eingegraben. Jetzt hat aber witzigerweise Doro einfach umgedreht. Aber wir müssen ihn immer noch eingraben. Also wir müssen ein bisschen einfahren. Jetzt haben wir uns überlegt, ich fahre und Doro guckt. Weiter zurück. Gibt mir kein Ding. Okay. Scheiße, passt nicht. Ich probiere nochmal was. Zurückfahren. Oder doch nicht? Anscheinend nicht. Und? Hat sich eingegraben? Ja, voll gut. 1300. Also als ich das erste Mal versucht habe, hast du nur die Kette bewegt. Ah ja. Aber das ist ja auch gut. Erst jetzt als ich dir gesagt hast, du es verstanden hast. Ja, habe ich ja dann mehr Gas gegeben. Ja, dann hat er sich mal so eine Sandwolke gegeben und jetzt bin ich runtergefahren. Er ist jetzt nicht komplett eingeschlagen, aber alle 3 Schaukeln sind drin. Ja, ja. Das passt ja. Ich komme schon viel tiefer und viel länger als am Anfang. Hey, Taucher Pro. Zeit dir eine Taucherausrüstung zu holen. Hey, so. Und ohne Flossen sogar. Schön, Sophie. Ja. Warte, ich muss ausmachen, bevor du reingesogen wirst. So kann also unser Mallorca-Abenteuer beginnen. Ja, warte, ich lock sie noch ein bisschen an. Okay, los. Noch ein Versuch, warte. Wahnsinnig schnell.